fangen Sie an, stellen Sie sich vor. Ja, hallo, ich bin Peter Walker. Ich wohne in Köln-Weiden. Bin Brite, komme aus Großbritannien, lebe in Deutschland seit 1978. Ist also schon eine ganz lange Zeit. Hat mir einfach gefallen hier in Köln und deswegen bin ich hier geblieben. Ich bin selbstständig und bin auch in so unterschiedliche Sachen involviert. Was vielleicht den Hörer am meisten interessieren würde, wäre, dass ich betreibe eine Website über Star Trek New Voyages. Das ist eine Fanfilmgeschichte. Okay. stnv.de, wenn man das nachgucken will. Okay. Und natürlich, ich interessiere mich auch für Politik, insbesondere für die Brexit, was jetzt gerade uns droht zu passieren. Das ist für jemand, der in Europa wohnt, also jetzt, wie ich das jetzt sage, ja klar, wir Briten, wenn wir sagen Europa, meinen wir im Grunde genommen das Kontinent. Ne? Es ist klar, dass Europa auch in Großbritannien der Fall ist. Meine Meinung dazu ist relativ einfach. Also ich finde, Brexit wäre ein Riesenfehler, weil nicht nur aus ökonomischem Sichtpunkt, sondern einfach die Brexit wurde so eine Art Isolation. Es gibt immer Leute in Großbritannien, die denken, ach, Großbritannien so seit der British Empire und so weiter ist eine eigene Macht, aber in Wirklichkeit ist es nicht mehr so. Das ist Träumerei von der langen Vergangenheit. Und die Argumente, was sie da so bringen, auf Souveränität und so weiter, also so viel ist ja gar nicht genommen worden von den Briten, wenn man es genau nachguckt. Finanziell, also was die Brexit-Leute sagen, dass es irgendwie man 350 Millionen Pfund pro Woche nach Europa schickt, ja, das ist auch nicht so. In Wirklichkeit liegt mehr bei 190 Millionen und das ist eigentlich für Großbritannien ein Klacks. Das ist in Wirklichkeit nicht viel Geld. Dafür bekommt man eine ganze Menge an Möglichkeiten mit Handel zu betreiben und so weiter, dass da keine Zölle sind. Und ein Punkt, was mir besonders im Herzen liegt, wir haben Frieden seit langer Zeit wegen der EU. Wenn man bedenkt, in der Vergangenheit war ein Krieg nach dem anderen in Europa und seitdem wir zusammenarbeiten in Europa, haben wir Frieden, wir arbeiten alle miteinander. Wir betreiben Handel und nicht Krieg miteinander. Und das ist also auch was gut, weil ich finde, Handel ist sehr, sehr viel schöner für den Menschen und so weiter. Und ein Politiker in Brüssel, ich weiß nicht, wer das war, aber der sagte im Fernsehen, in deutschen Fernsehen habe ich es gesehen, der redet auch davon, dass es den Frieden gebracht hat. Und als es dann in Großbritannien zu nationalistisch wurde in den letzten Tagen und diesen richtigen Hassgerede und so weiter und Schimpfen auf Leute aus dem Kontinent und so weiter und Immigranten. Ja, und was passierte dann? Ja, da wurde eine Politikerin umgebracht. Das ist doch gerade der Beleg, dass die Zusammenarbeit in Europa sehr wichtig ist, dass man wenn man Frieden haben will und miteinander auskommen. Für jemanden wie ich, der in Deutschland wohnt, ist es natürlich auch ein anderer Aspekt. Es ist für mich sehr viel leichter, hier zu wohnen, wenn mein Land in der EU ist. Wenn Großbritannien aussteigt, dann sicherlich werde ich bestimmt nicht rausgeschmissen werden wie die anderen Briten. Die Europäer in Großbritannien werden ja auch nicht rausgeschmissen. Aber es wird dann schwieriger. Und gerade wenn man selbstständig ist und Handel betreiben will, kommen dann ganz andere Aspekte, die einfach unangenehm sind. Und ich bin also sehr stark dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Ich finde, das wäre der Richtige zu tun und alles andere wäre ein falscher Traum. Jetzt ist es momentan ja noch relativ ausgeglichen. Die Tendenzen wechseln sich ja ab. Was glauben Sie, welche Motivation haben denn die Leute, die gegen den Verbleib in der EU stimmen? Ja, die Hauptpunkte, was die haben, erstens Souveränität, das heißt, dass britische Regierung entscheidet über die Gesetze statt die EU.
Ich finde das allerdings eine schlechte Sache, und zwar aus folgendem Grund. Viele Leute in Großbritannien schimpfen, weil ihr Krankenhaus wird jetzt, also National Health Service, hat ja nicht genug Geld, alle möglichen Dienstleister haben nicht Geld. Und die Leute haben so einen Gedanken, ja, die Immigranten nehmen uns die Dienste weg und so weiter. In Wirklichkeit ist es so, dass die Tory-Regierung ein Austerity-Programm durchgeführt hat, was also unheimlich viel Geld weggenommen hat von diesen Dienstleistungen. Und das ist der wirkliche Grund, warum es den Leuten in Großbritannien schlechter geht. Das hat mit Immigranten nichts zu tun, im Gegenteil. Die Immigranten haben dazu geführt, dass es Großbritannien besser geht. Gerade National Health Service, die haben nicht genug Krankenschwester und Ärzte. Dann sind unheimlich viele Leute, also Ärzte auch aus Deutschland und Krankenschwester, nach Großbritannien umgezogen, um dort zu arbeiten. Weil in Großbritannien gibt es nicht genug Krankenschwester. Wieso? Weil als Teil des Austerity-Programms haben die Tory-Regierung auch die Finanzierung für Krankenschwester, die Ausbildung von Krankenschwestern eingestellt oder zumindest vermindert. Also das heißt, es sind eigentlich eigengemachte Probleme, die dann auf den Immigranten geschoben werden. Ja, die Immigranten können ja nichts dafür. Dann besonders schlimm fand ich, vor ein paar Tagen hat Nigel Farage von UKIP ein besonders blöder Poster dargestellt, die zeigt, wie Syrier da irgendwie auf dem Weg sind, als ob die auf dem Weg nach Großbritannien wären. Erstens sind das keine EU-Bürger und Großbritannien hat seine eigenen Grenzen, also das ist so komplette Angstmacherei. Und der hat aber auch viel Ärger dafür bekommen, weil selbst Leute aus seiner Leave-Kampagne haben das verlassen und sind zu Remain gegangen, weil das denen zu blöd war. Also das war einfach einen Schritt zu weit. Die konnten sich damit nicht mehr identifizieren. Wenn Sie sich jetzt bei Ihnen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder in der Familie umhören, haben alle so eine klare Meinung wie Sie oder gibt es auch Leute, die geteilt sind und einfach noch nicht genau wissen, was besser ist? Ja, zum Beispiel eine Bekannte von mir, der sogar hier lange in Deutschland gelebt hat, ist jetzt in Rente und ist nach Großbritannien zurückgekehrt. Also diese Frau, die ich auch schon jahrelang hier kannte, sie hat mir direkt gesagt, ja, ich bin für Leave, ne? Die will aussteigen. Er sagt, ja, wieso? Also, weil sie hat ja gerade jahrelang davon profitiert, dass sie in Deutschland leben dürfte. Ja, und ihr Grund, ja, weil es sind zu viele Immigranten hier. Ja, das war ihr Grund. Ja, sie ist Rentner, das ist also typisch, die Rentner in Großbritannien neigen dazu, mehr aussteigen zu wollen, wenn die jungen Leute, die sehen ihre Zukunft, die lieben es, in Europa herumzureisen und die sind viel mehr für Remain. Ja. Ehrlich gesagt war ich schockiert und habe also auch meine Meinung gesagt, das ist nicht in Ordnung, so zu denken, weil das hat ja riesen Nachteile mit sich, aber das hat sie nicht gesehen. Es ist so, wenn man da in der Hotel geht oder ein Restaurant und so weiter, ist es sehr oft so, dass man nicht mehr von Briten bedient wird, sondern von Polen oder Deutscher oder aber viel mehr eigentlich Ostdeutscher oder nicht Osteuropäer. Entschuldigen, Ostdeutsche sind in Ordnung. Ich bin ja auch Sachse, Anglo-Sachse. Und das ist das, was die Leute sehen. Ne? Dass im Grunde genommen hauptsächlich solche Sachen gemacht werden von Immigranten und eine ganze Menge andere Sachen von Briten gemacht werden. Das wird nicht so gesehen, weil gerade in der Dienstleistung werden diese billige ausländische Arbeitskräfte eingesetzt und das ist einfach zu sichtbar. Und deswegen haben die Leute das Gefühl, das sind einfach zu viele Immigranten. Sie dürfen ja jetzt nicht wählen, Sie wohnen ja schon zu lange hier. Genau, ich darf nicht wählen, genau. Aber ich habe massiv über Facebook und so weiter meine Freunde in Großbritannien und so weiter über meine Meinung informiert und ich denke, die meisten davon würden Remain wählen, weil die also auch sehen, auch Cousine von mir ist politisch aktiv in Großbritannien und geht auf die Straße und verteilt Prospekte und sowas über Remain und hält Vorträge und so weiter. Also das ist selbst in der Familie sind da Leute aktiv, die für Remain
haben wollen, also das heißt innerhalb Europa zu bleiben. Angenommen, Sie dürfen jetzt am Donnerstag wählen. Wieso würden Sie für sich persönlich dann dafür stimmen, dass Großbritannien in der EU bleibt? Also was ist für Sie besonders wichtig? Und was für mich besonders wichtig ist, in Europa zu bleiben, ja, zuerst, dass es für mich viel einfacher ist, als Brite in Deutschland hier zu leben, weil ansonsten muss ich überlegen, ob ich einen deutschen Pass besorge oder sonst noch was ich sonst nie gemacht hätte. Ja, also wirtschaftlich, also auch meine Firma wird darunter leiden. Aber wie ich vorhin gesagt habe, Frieden und ökonomisch und so weiter, das sind alles für mich eigentlich wichtige Punkte. Okay. Ich hab nichts gefunden, was ein Leave befürworten würde. Das Einzige, was vielleicht ist, dass dann würde TTIP nicht so schnell nach Großbritannien kommen. Obwohl gerade die Leute, die Leave haben wollen, wahrscheinlich liebend gern direkt unterschreiben. Also die Leute, die für Leave sind, das sind alles so diese Superreichen, denen es sowieso nicht stören würde. Und zum Beispiel dieser Michael Gove, wie er heißt, der hat da bei einem BBC-Interview so behauptet, ja, wir können das Geld, was wir einsparen, für den National Health Service verwenden. Aber wenn man seine Geschichte anguckt, er hat also lange plädiert, dass der National Health Service abgeschafft wird und dafür eine Versicherungsbasis so ein Gesundheitssystem ist. Ne? Und da wurde auch dafür aufgerufen. Das fand ich also gut. Das heißt, die Leave-Leute, wenn man unter die Oberfläche nachguckt, es ist alles verlogen. Also sehr, sehr stark viel verlogen, was die da behaupten. Okay. Abschließende Frage schon. Ja. Angenommen, es ist jetzt Freitagmorgen. Das Erste, was Sie im Radio hören oder wenn Sie die Zeitung aufschlagen, was würden Sie gerne lesen über den Brexit? Dass Brexit verloren hat und natürlich, dass Großbritannien weiterhin ein Teil von der Europäischen Union bleibt. Das ist natürlich das Erste, was ich gerne lesen würde. Ehrlich gesagt, ich denke, das wird gar nicht so knapp sein. Ich erinnere mich an die schottische Referendum. Da hieß es alle in den Polls, dass es sehr, sehr knapp sein wird. Und im Endeffekt war es gar nicht so knapp. Und ich denke, dass diese Polls gar nicht so genau sind. Und letzte Woche hätte ich gesagt, es wäre viel mehr die Waage. Aber ich denke, seitdem diese Frau umgebracht wurde, diese Politikerin, ist eine unheimliche Sympathie empfunden worden. Und man sieht es auch schon in den Polls, dass da wieder ein Ruck Richtung Remain gekommen ist. Es kann sein, dass diese Frau, diese Jo Cox, ja, so unfreiwillig und auf schlimme Weise doch ganz gut geholfen hat, ihr Traum zu verwirklichen, dass Großbritannien in der EU bleibt. Das ist zwar ein schlechter Weg, das zu erreichen, aber ich denke, das wird das Ergebnis sein. Super. Dann haben Sie es schon geschafft. Prima. Das war doch schön. Vielen Dank.